6 Fragen an die Generation Y. Wann war dein erster Kontakt mit einem Computer? Ich bin natürlich früher auch als Kind mit so einem kleinen C64 Atari angefangen. Meine ersten Erfahrungen mit Computern, die fingen schon in der Grundschule an. Dort hat man schon erste Computerräume gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter sagte, geh mal aus dem Internet raus, ich möchte telefonieren. Also ich hatte den ersten Kontakt mit PC 7, 8 Jahren durch meinen Cousin eigentlich. Wie alt war ich da? 12? Wie häufig nutzt du das Internet? Ich nutze eigentlich regelmäßig, mehrfach täglich, das Internet natürlich auch über Smartphone. Also Internet könnte ich mir jetzt nicht denken, da ich es eben täglich nutze, sowohl bei der Arbeit als auch privat. In der heutigen Zeit ist es beruflich gesehen auch nicht möglich, ohne Internet groß zu sein. Ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen. Geht ja schon los, dass man irgendwelche Kurse hatte und so weiter. Und ja, Internet heute kann man sich ja, glaube ich, gar nicht mehr wegdenken irgendwie. Weil alleine, wenn ich jetzt zum Beispiel für die Arbeit einfach mal suchen möchte, irgendwo einen Quellcode oder so, als Softwareentwickler braucht man ja einfach mal ein bisschen Input. Zack, hat man die Lösung. Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Ich denke mal, ich würde gucken, was gibt es regional für Arbeitgeber und würde dann nach Bewertungen gucken, nach Auszeichnungen. Die Stadt, in der ich wohne, spielt für mich auch eine ganz große Rolle. Wie das Unternehmen sich darstellen möchte, wie modern vor allen Dingen. Wie sieht der ideale Job aus? Ganz wichtig ist natürlich der Spaß an der Arbeit, also dass man das macht, was man auch kann oder sich gut aufgehoben fühlt. Dann natürlich Flexibilität einmal, was Arbeitszeiten angeht. Man muss auch, sage ich mal, sich auch selbst verwirklichen können. Also welche Stärken habe ich und welche kann ich, sage ich mal, im Unternehmen dann auch umsetzen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ordne diese 3 Begriffe nach deiner Priorität. Selbstverwirklichung ist mir am wichtigsten. Also Prio 1 ist bei mir das. Das erste wäre die Work-Life-Balance. Ich glaube, wenn das nicht wäre, hätte man eh nichts. Klar, irgendwie muss man es finanzieren, das Gehalt. Gehalt spielt für mich eine wichtige Rolle, sage ich ganz klar. Ich möchte auch was erreichen. Ja, irgendwo steht man selber im Vordergrund und versucht die Firma zu finden, die am besten zu einem passt. Dienst nach Vorschrift ist eben nicht das, was ich möchte, sondern selber kreativ sein. Was muss ein Arbeitgeber sonst noch bieten? Wie gesagt, meine Lebensgefährtin ist auch berufstätig und möchte sich natürlich auch bei der Arbeit selbst verwirklichen. Also kollegiales Umfeld finde ich super wichtig. Weiterbildung, klar, lebenslanges Lernen ist irgendwo ein Thema, was man auch beherrschen muss. Man muss weiterkommen, man muss am Zahn der Zeit bleiben. Und da muss der Arbeitgeber natürlich auch Möglichkeiten schaffen, wie man das zusammen dann auch hinbekommt. Dass man sich wohlfühlt bei dem, was man tut, also auch, dass das ganze Umfeld passt und nicht nur die Stelle, die man selber hat. Fortbildungsmöglichkeiten über den Job, Seminarangebote und halt, dass man von dem Arbeitgeber gefördert wird. Und sei es, dass man Seminare besuchen kann oder dass man sich zum Beispiel über ein berufsbegleitendes Studium weiterbilden kann.